Also wir planen jetzt die Rückreise von Rügen, in dem Fall jetzt von Hittensee. Das sind so ungefähr 100 Seemeilen bis Neustadt und wir haben schon bei der Hinfahrt gemerkt, dass uns als Crew so eine Nachtfahrt eigentlich ganz gut tut. Wir fressen ein bisschen Meilen und ein Teil der Crew bekommt es nicht mit und kann da ein bisschen auch pennen und ist dann am nächsten Tag ausgeruht. Ein anderer Teil der Crew macht Nachtfahrt Spaß. Deswegen planen wir das eben und wir wollen es natürlich windtechnisch gut machen. Jetzt brechen wir den Plan natürlich nochmal runter auf die kleine, auf die starke Vergrößerung, damit wir uns das noch besser vorstellen können. Jetzt im Moment sitzen wir hier oben auf Hittensee. Wir haben uns ja mit Absicht im Kloster verholt, damit wir eben, was wir wussten, gegen den Westwind schön geschützt mit Bug Richtung Westen stehen und diese Westwind-Geschichte abwarten, bis dann der Wind zu uns dreht. Jetzt lassen wir es nochmal laufen. Hier oben Hittensee, das ist jetzt der Tagesverlauf heute, wo sich wenig ändert. Der Wind flaut ab, das Hoch gewinnt immer mehr an Bedeutung. In der Nacht zieht es dann über uns Richtung Osten. Die Drehrichtung verändert sich und in der Drehrichtung kommt dann von Süd-Südost Wind, den wir dann, man sieht es hier oben eigentlich ganz gut, wenn wir dann Richtung Daser Ort segeln, haben wir Wind von hinten und auch wenn wir Daser Ort dann sind, können wir eigentlich mit dem achterlichen Wind rechnen, der uns dann Richtung Neustadt treibt. Wir haben sicher noch ein bisschen alte Welle, weil der Wind ja von West die letzten Tage stärker war, aber in der Ostsee ist ja dann schnell eben auch die Windwelle da, die dann uns von hinten theoretisch auch noch ein Stück in die richtige Richtung bringt. Das ist mal der Plan, 95 bis 100 Seemeilen. Robert, was machst du gerade? Ich gucke nach dem Ölstand und nach dem Kondenswasser vom Boiler, weil es sollte alles morgen, bevor wir losfahren, bereit sein. Und falls da jetzt ein Problem wäre, wäre es natürlich dumm. Ja, was machen wir heute? Heute segeln wir den großen Schlag nach Neustadt zurück. Es wird eine Nachtfahrt sein, 100 Seemeilen ungefähr. Einmal durch die ganze Nacht vorbei, über Rügen, an Rostock vorbei, dann nach Neustadt und dafür müssen wir das Boot erstmal auspacken. Wir haben hier eigentlich so gut wie gar keinen Wind, aber bin dann tendenziell eher von hinten, weil wir Ostwind haben, um so auch zurückzufahren. Deswegen einmal Boot nach hinten fahren, ganz langsam auslaufen lassen, dann einlenken, Gasschub, Bug drehen lassen und dann können wir da perfekt rausfahren. Ja. Und ich glaube halt immer, jeder weiß, was zu tun hat. Und Simon, bist du zufrieden mit dem Hafenmanöver? Ja, hat super geklappt. Wir haben auch am dalbenden Bug dann leicht Schubs gegeben in die richtige Richtung, dann einmal eingedampft oder einmal einen kleinen Gasschub gegeben. Der Bug hat sich perfekt gedreht und wir sind gut rausgekommen. Jetzt gerade gute Stimmung, also ein bisschen Wind, hinten verzieht sich gerade noch der Nebel. Wir fahren aus dem Fahrwasser Hittensee raus, einmal oben rum, um dann endlich segeln zu können. Genau. ja.
der schlimmsten Beispiele. Wir sind raus aus dem Fahrwasser von Fitche und wir haben jetzt die Segel gesetzt und segeln jetzt am Endon vorbei. Zieht es zu sehr vorne? Und Simon, wo segeln wir vorbei? Am Dornbusch. Genau. Also am nördlichsten Punkt Hittensees. Ja. Da haben ein paar Sieht sehr schöne, cool aus. So, das ist wieder einer der Tage, weswegen wir eigentlich segeln letzten Endes. Es gibt ja schon immer die Phasen, wo auch eine Crew, die begeistert ist wie unsere, irgendwie ein bisschen durchhängt, wenn man seekrank wird und wenn es schlecht Wetter hat oder irgendwas kaputt geht. Aber das ist jetzt ein Tag zum Verlieben ins Segeln. Wir haben 15 Knoten Wind vielleicht aus der richtigen Richtung. Wir haben zwar noch Wolken am Himmel, aber die Sonne wird sich immer mehr durchsetzen. Das Boot läuft unter Vollzeug. Wunderschön. Ganz entspannt, ganz wenig Welle letzten Endes und wir segeln an der landschaftlichen Schönheit vorbei, die ihresgleichen eigentlich sucht. Da hinten das sogenannte Endon, also nördliches Ende von Hittensee mit dem Leuchtturm Dornbusch oben drauf. Sowohl in der Morgenröte, als wir hergefahren sind nach Rügen, sah es aus wie der flammende Dornbusch, als eben auch in der Abendstimmung. Die letzten Tage waren wir da oben im Fahrrad. Es ist ein Traum, können wir nur jedem raten, hier vorbeizukommen. Und gerade eben segeltechnisch sind wir unterwegs nördlich der Kardinaltonne Nord. Carla ist bei mir. Hi Carla. Hallo. Und weil wir zwei lieben es vor allem auf dem Vordeck, stimmt's? Da setzen wir uns gemütlich hin und das ist ein Traum, dieses Plätzchen für uns beide. Aber hier eben noch mal zu sehen, denke ich mal zumindest, die Kardinaltonne und dahinter der Dornbusch. Und dann verlassen wir das Rügen-Archipel. Es war eine tolle Zeit hier, 2 Wochen etwa. Man sollte es auch eher in 2 Wochen machen als in einer Woche. Es ist zu schön, um nur einfach gestresst durch die Gegend zu segeln. Und haben 100 Seemeilen vor uns mit einem Ost-Südost, den haben wir uns ausgesucht, deswegen haben wir auf heute gewartet. Und in diesem Ost-Südost sollten wir eigentlich durchsegeln können, inklusive der Nachtsegelei mit sicher einem Etmal von mindestens 4,5, eher 5,5 Knoten. Und dann sind wir zum Frühstück in unserer Heimatmarina. Und ja, so muss es sein, so muss Segeln sein. Also wir waren gerade eher mit ziemlich achterlichem Wind und so, dass wir die Genua schön ausgebaumt haben, dass die in der Querabwelle nicht so dauernd einfällt und hin und her schlägt. Und dann hat es eben begonnen aufzuböen und der Wind sich nach Osten ein bisschen zu drehen, sodass wir eher Halbwind waren und dann mit ausgebaumter Genua an 25 Knoten haben wir dann geschaut, dass wir den Spielbaum wieder reinkriegen. Okay.
bisschen schwellig, war David? Was schätzt du? 1 Meter, denke ich. 1,5 vielleicht. 1,2. Bei den großen, aber Uns haut das schon ist ganz halt schön. nicht das Problem, dass die Wellen so riesig sind, sondern dass halt einfach steil kurz ausgehakt ist. Aber haut einen schon rum, was? Ja, also es sind auf jeden Fall 1,50 Meter zum Teil. Und da sie quer abkommen und nicht so besonders achterlich, ist es schon so, dass das Boot eher Karussell fährt. Aber es ist ein gutes Boot, kann das auch, hat eine Kaffeemaschine, passt. Was man meistens in den Filmen nicht so richtig gut sieht, ist, wie doch ein Wellengang sich auf die Bootsbewegung auswirkt. Und es wirkt dann total immer so, als ob überhaupt nichts los wäre. Aber wir haben jetzt ordentlich Welle und diese Welle bewegt dieses kleine Boot doch ziemlich hin und her. Und wir haben ziemlich viel Schaukelbewegung im Boot. Das ist, wenn man eingeschaukelt ist, so wie wir, nach 2 Wochen ja schon jetzt auf See, ist es total überhaupt kein Problem. Es ist angenehm. Wenn man aber eher zu Seegang oder Sehempfindlichkeit bezüglich Seegang neigt, dann ist es jetzt so der Moment, wo man wahrscheinlich die ganze Geschichte verflucht. Kurz vor Darßer Ort. Wir haben hier schon ja entsprechend Grundsee, weil natürlich der Meeresboden ansteigt und es flacher wird und sich dann die Ostsee natürlich aufschaukelt. Und es ist wohl so, dass rund um Darßer Ort die Strömung eigentlich immer Richtung flach, Richtung Riff ist, quasi egal welche Windrichtung. Und das haben wir im Moment auch. Wir sind gerade noch mit der Genua gefahren und hatten die Welle runter über 8 Knoten Speed, was ja für unser 31-Fuß-Boot echt schnell ist. Und da jetzt der Wind so allmählich wirklich über Ost dreht und wir nicht ganz genau wissen hier mit den Querabwellen, wie das die Genua so findet, wir haben ja 2 Vorstagen, sodass wir nicht wollen, dass es sich rumwickelt, haben wir jetzt für einen kurzen Moment gewechselt, die Besegelung, und haben die Selbstwende-Fock angebracht. Und dadurch ist es natürlich super elegant, wenn jetzt irgendwie der Wind doch so sehr raumt, dass man eine Halse fährt, dann fährt die Selbstwende-Fock über die Schiene, die Halse natürlich selber. Ist jetzt nicht der Plan, aber wenn es passiert, ist dann nicht so doof, wie wenn bei bis zu 30 Knoten in Böen dann die Genua sich ums 2. Vorstag wickelt. Ja, und ansonsten ist es ziemlich geiles Segeln. Wie gesagt, Speed über 8 Knoten, die Welle runter ist natürlich super cool. Simon ist gerade aufgetaucht und hat mir geholfen beim Manöver. 5,3 Ja. Knoten unter Selbstwende-Fock. Ja, Das ist schon auch cool. wir haben uns gerade zusammen bei Querabwelle die Genua rein und haben aber davor im Windschatten die Selbstwende-Fock schon rausgenommen. Ja, hat gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, aber trotzdem noch gut Welle jetzt. Ich würde sagen, mit Grundsee sind es bestimmt 2 Meter kabbelige Welle. Das glaube ich auch. Jo. Ja. Schade, dass man es nicht so richtig sieht auf der Kamera. Echt sieht es aber echt. Und echt sieht es echt gut aus. Ich schaue gerade die ZDF-UFO-Doku zum Mauerbau. So echt große. Und selbst, also mit so einem Mann. Ich kann auch mit dir mit Apfel teilen, wenn es Nee, das hat auf jeden Fall Apfel, das ist eine gute Idee. Das ist ein bisschen Ja. Alltag. Und hier nochmal eben. Es ist wirklich so, die Leute erzählen ja viel auf den Messen. Ja, aber hier kannst du dich halt echt im Seegang super reinklemmen. Ich stehe perfekt hier hinten. Ich habe hier meinen Zielrand von meiner Pantry. Ich gucke hier raus und schaue, dass wir nirgends rauffahren, außerdem wird es mir nicht so kurz übel, und bediene hier den Rest der Familie. Ist schon geil. Und jetzt sagst du noch, und das Ganze noch 9 Knoten, 9 länger. Das Ganze noch 9 Fuß länger, dann sind wir so richtig angekommen, würde ich sagen. 3 Jahre nach dem Krieg gedacht haben, ja, Frankreich würde ich sagen. Leicht so. Okay. Wir haben jetzt mit unserer Selbstwende-Fock eine Halse gefahren, weil wir jetzt an Darßer Ort fast schon vorbei sind. Und das heißt für uns, dass wir ein bisschen südwestlicher fahren können. Bisher ging es für uns ja nur nach Westen. Und jetzt erhoffen wir uns mal, dass der Wind ein bisschen weiter auf Ost dreht, dass wir den Kurs auch beibehalten können. Oder halt der Wind noch stabil bleibt.
Und dann fahren wir jetzt so mit der Besegelung auf dem Kurs in den Abend rein. Also wir haben jetzt noch immer 28 Knoten Wind und wir fahren jetzt trotz dieser kleinen Fog, was echt unglaublich erstaunlich ist, noch einmal 6, 7 Knoten. Das liegt natürlich an der Strömung und an der Welle, aber trotzdem reicht natürlich komplett. Ja, deswegen 6, 7 Knoten fahren wir jetzt wahrscheinlich eher Richtung 6 im Durchschnitt und das wäre natürlich super, wenn wir damit durchkommen würden. Wir haben hier noch ein Postboot. Habe ich schon rausgenommen. Okay. Das ist von hier raus? Ja. Perfekt. Und das heißt, wir haben jetzt 17:45 Uhr. Schön. Essen. Schöner Abend. Jetzt geht's Mama hat sich verabschiedet. Ja, Mama geht's nicht gut. Mama hat ein bisschen Seekrankheit. Und wir machen jetzt aber der Rest, dem geht's glaube ich gut. Ja, Gesundheit. Gesundheit. Ach so, du meinst so. Das war nicht der Tag. Langsam wird es jetzt Abend. Die Sonne wird jetzt auch bald untergehen. Wir haben jetzt schon so ungefähr 42, 43 Meilen geschafft und sind jetzt unterhalb, also nächstes Ziel ist jetzt so Rostock, wo wir dann vorbeikommen werden, wahrscheinlich in so 2-3 Stunden Richtung Sonnenuntergang. Die Wellen haben jetzt auch nochmal zugenommen oder zumindest sich abgenommen. Halt so Schaumkronen, wir haben jetzt in Böen sogar 7 Windstärken, also 30 Knoten jetzt immer wieder, 32 Knoten in Böen. Ja, Mittelwind so von 6 Windstärken. Also hat auf jeden Fall schon Wind und Seegang, aber dafür kommen wir eigentlich ganz gut voran immerhin. Und das ist eigentlich mit kleiner Wende, selbst wenn eine Fog, weil wir uns das nicht stressig machen wollen, weil wir so Raum fahren, wollen wir jetzt nicht unbedingt noch das Groß reinholen und uns für die Nacht eine Patentzahl riskieren. Und weil selbst wenn eine Fog, die geht halt im schlimmsten Fall einfach rüber und dann passt es auch. Ja, melde mich dann nachher nochmal. I don't wanna be lonely when winter is freezing and trees start to bolt. And I don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul. And so I came to this place, I'm looking for a familiar face, and that's when I saw you. 'Cause you don't know me and I don't know you, but it breaks my heart. You're looking so blue on the last stop the hill. I just picked your name on the coffee cup, but a stroke of luck, the guy just messed up and gave your cup to me. Wo wirst du meinen, wir hätten Delfine kommen? Swapping our cups, and after a while we're swapping a glass. And I can't think nothing better than starting a year with a drop of romance.
zigzag into this space, looking for a familiar face, and that's when I met you. 'Cause you don't know me and I don't know you, but it breaks my heart you're looking so blue on the first of the year. I just picked your name on the coffee cup. With a stroke of luck, the guy just messed up and gave your cup to me. A dark cappuccino is what matters me. The way you came toward me, dragging your feet, and I just smiled at you.